Kurze Vorstellung von Stressless-Bausatz, AM-Empfänger, Hardware HB9KC, Software DL2 EBV. Speziell für den Kurzwellen-Rundfunkempfang. Direkte Frequenzeingabe, Antippen der Frequenzanzeige, es erscheint ein Tastenfeld, direkt eingeben und quittieren. Für die Schrittgröße ändern, auf die Step-Taste drücken. Es erscheint ein Tastenfeld, gewählte Step auswählen, er übernimmt. Nächste Taste ist der Abschwächer. Er schwächt das Eingangssignal um 10 dB ab. Weiter geht's mit VFO AB. Man kann wählen zwischen zwei VFO-Frequenzen und dann hin und her schalten. Diese Taste ist für die Megahertz-Steps, wenn es ganz schnell gehen muss, im Verändern der Frequenz, und man verlässt diese Funktion durch erneutes Drücken. Die Bandvorwahltaste unter der Frequenzanzeige. Es erscheint das Tastenfeld mit den Rundfunkbändern in Meter. Wählt man Mittelwelle aus, dann geht er automatisch in einen 9 Kilohertz Step. Nochmals die Eingabe einer Frequenz. Wenn man länger wartet als 3 Sekunden, springt er auch dann wie mit Enter in die Frequenz, die man gewählt hat. Nun das Abrufen der gespeicherten Frequenzen über Memo-Empfang. Unten links, das blaue Feld, sind die 50 Möglichkeiten, die man belegen kann mit Frequenzen. Die verschiedenen Sender, die man jetzt abruft. Die anderen sind noch leer. Jetzt durch Verlassen Exit Memo gelangt man in den Tune-Modus zurück. Das Sichten der Frequenz. Nochmals das Sichten. Hier kann man schauen, welche Frequenzen auf welchem Kanal liegen. Man kann die auswählen, je nach Bedarf. Über den Kanal, in dem Fall Kanal 6, abrufen. Und wir sind wieder im normalen Tune-Modus. Wollen wir eine Frequenz speichern auf 1 bis 50, dann drücken wir Memo. Weiter drücken wir die Untertaste für den Speichervorgang, die obere Taste. Wir suchen uns einen freien Kanal und quittieren, und 17.570 ist auf Kanal 9. Wir gehen nochmals kurz in den Memo-Betrieb und wir können auch Frequenzen überschreiben mit Speichern, und Kanal 1 ist die Startfrequenz nach dem Einschalten. Exit Memo Mode. Wir sind wieder im Tune-Betrieb. Es gibt noch eine spezielle Speichermöglichkeit. Wenn wir jetzt das Rundfunkband auswählen, starten wir im Normalfall mit der tiefsten Frequenz, 17.480. Wollen wir aber zum Beispiel irgendwo in der Mitte beginnen, ich mache jetzt hier mal 17.555,
VV-Frequenz Memo, Frequenzband und wähle jetzt nochmals ein ganz anderes Band aus, 11 Meter, gehe dann zurück, wiederum Band Vorwahl, 16 Meter. Diese etwas spezielle Speichermöglichkeit kann ich selbstverständlich mit allen Rundfunkbändern machen. Wir kommen zum Schluss. Ich zeige euch das Setup. Setup-Taste drücken. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Setup auszuführen oder einen Reset zu machen. Im Reset werden alle Einstellungen außer die Speicher gelöscht. Wir machen weiter im Setup. Hier können wir definieren, wie viel Impulse der Encoder haben soll, 50 oder 100. Hier müssen wir uns in 3 Sekunden entscheiden oder er springt auf die nächste Setup-Seite. In der nächsten Setup-Funktion können wir wählen, wie der Empfänger weiter tunen soll nach Verlassen des Memo-Betriebs, entweder mit altem VFO oder mit letztem empfangenen Memo-Kanal. In der letzten Setup-Funktion können wir unsere Farben von den Tasten frei definieren. Hier für die Ausgabefelder. Hier können wir uns auch Zeit lassen. Es geht erst weiter, wenn wir uns entschieden haben. Dasselbe für die Eingabefelder. Hier auch für die Frequenzanzeige. Wir wählen grün. Nochmals das ganze Spiel kurz von Anfang an. Setup, Pulse, Exit mit Speicher. Eingabefeld weiß. So. Ganz zum Schluss den Reset. Wie gesagt, im Reset wird alles zurückgesetzt bis auf die gespeicherten Frequenzen. Nun das Gerät ausschalten, einschalten. Wir sind wieder im ursprünglichen Zustand. Wenn ihr nun Lust bekommen habt auf diesen Bausatz, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Mein Name ist Heinz Stampfel, halbe 9 Kilo Oscar Charlie.